Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Kaigas Sword. Heute mit News, und zwar, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, geht es um Kaigas Chips 2 und der Überarbeitung der Kaigas Belohnungen. Etwas, was ich jetzt schon länger auch irgendwo gefordert habe, oder wo ich zumindest gesagt habe, um das Interesse an Kaigas hochzuhalten. Also um es hochzuhalten, müsste es erstmal hoch sein. Aber um erneutes Interesse zu wecken und den Leuten einfach etwas zu bieten, wofür es sich lohnt, diesen Spielmodus zu spielen, wäre es halt nicht schlecht, wenn du vielleicht die Belohnungen überarbeiten würdest. Und das ist halt etwas, was jetzt endlich passiert. Also es laufen einfach alle an dem Typen vorbei, niemand greift ihn an, er kann einfach nochmal in Dark Illo gehen. Es ist so braindead. Es ist so braindead. Oh mein Gott, ich war der Einzige, der ihn angegriffen hat. Es hätte einfach nur noch mindestens einer angreifen müssen. Wow. Crazy. Genau, so viel dazu. Die Leute spielen offensichtlich, weil ihnen PvP so viel Spaß macht. Oder weil sie unbedingt gewinnen wollen. Oder so. Ja, aber auf jeden Fall wird es bald Kaigas Chips 2 geben und Kaigas Chips 1 kann man da nicht mehr bekommen. Ist aber eigentlich relativ egal, weil so wie ich das verstanden habe in dem Announcement von, oder in der Developers Note, die ja nicht final ist, kann sich ja noch was ändern, aber so wie sie es bisher geplant haben, ist es so, du hast aktuell Kaigas Chips 1 und mit denen kannst du halt die aktuellen Belohnungen kriegen und danach kommt Kaigas Chips 2, mit denen kannst du auch die aktuellen Belohnungen bekommen und dann noch die neuen Belohnungen. Das heißt, im Endeffekt ist es dann nicht so, also es ist jetzt nicht so, dass eine FOMO ausbrechen wird, muss oder auch sollte, weil die neuen Chips kannst du auch für die alten Belohnungen nutzen. Nur denke ich mir halt persönlich, naja, warum sollte das jemand machen? Weil die neuen Belohnungen sollten ja hoffentlich besser und auch irgendwo interessanter sein als die alten Belohnungen. Also ich meine, anders ergibt es ja keinen Sinn. Ich meine, die machen ja keine neuen Belohnungen, die dann so uninteressant oder so schlecht sind, dass sie kein Mensch haben will. Uff, wir sind tot. Wir sind tot. Oh boy. Lassen Sie mich in die Ruhe. Oh, wie ich da oben rumgejumpt bin. Oh mein Gott, no! Da kommen die ganzen anderen Gegner. Vielleicht kann ich noch einen mitnehmen. Oh, ich hatte ihn fast. Uff. Da kam das komplette andere Gegnerteam aus der anderen Richtung. Ja gut. Das war jetzt ungünstig. Finde ich persönlich gut, diese Änderung. Also, dass du die alten Belohnungen dann trotzdem noch eintauschen kannst. Ich persönlich frage mich dann aber auch ein bisschen, wie das dann ist mit den alten Kaigas Chips und den neuen. Kann man die dann kombinieren? Das fände ich persönlich noch wichtig. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel mir gerne das CS-Set holen würde, also die exklusivsten Belohnungen von dem Kaigas sind ja die CS-Sets und Skins. Und wenn ich jetzt seit Ewigkeiten schon spare und ich habe zum Beispiel 350 Kaigas-Chips und das Update kommt, wäre halt ärgerlich, wenn ich dann die neuen und die alten Chips nicht kombinieren kann, weil das halt nicht geht und ich dann nochmal von Null anfangen muss, wenn ich jetzt das CS-Set zumindest haben wollen würde. Und das ist halt so mein einziges Bedenken, aber ich denke, das wird nicht auf allzu viele Leute tatsächlich zutreffen. Und ja, werden die wahrscheinlich schon bedacht haben, ehrlich gesagt. Uff. Oh nein. Verdammt. Ja, ist die Hoffnung, dass sie es einfach bedacht haben. Ob sie es wirklich getan haben, das ist natürlich eine andere Frage. Aber ja, könnte sein, dass Kaigas dann wieder ein bisschen interessanter wird. Ob es diesen Modus wirklich wiederbeleben kann, ehrlich gesagt, ich glaube eher nicht. Weil ich denke, das Hauptproblem mit diesem Spielmodus ist einfach, und das sieht man jetzt gerade hier auch wieder perfekt, in der Regel läuft es halt so, die breite Masse an Spielern spielt kein PvP. Vor allem in Kaigas. Also lustigerweise habe ich das Gefühl, in Kaigas sind sehr wenige PvP-Spieler.
Also in Anführungszeichen richtige. Also richtige PvP-Spieler, die auch wirklich jede Woche am Guild War teilnehmen und die auch am Madrigals Tournament teilnehmen und dann auch am FEC-Turnier teilnehmen und so. Ich habe das Gefühl, von denen spielen hier wirklich nur so 10%, wenn überhaupt, weil die wahrscheinlich selber kein großer Fan von dem Spielmodus sind. Und die wenigen, die aber spielen, die wenigen PvP-Spieler, die diesen Modus hier spielen, die farmen einfach nur die breite Masse an PvE-Spielern ab. Und das ist halt schon, ehrlich gesagt, ziemlich bescheuert, dass das so ist, weil du als PvE-Spieler gehst hier rein, willst ein paar Kaigas-Chips und willst dir dafür dann ein paar Belohnungen holen. Und ein PvP-Spieler geht hier rein und denkt sich, ja moin, ich muss nicht mal Power-Ups aktivieren und kann hier 100 Kills machen. Und dass die Leute, die dann aber 100-fach gekillt werden, also die PvE-Spieler, daran dann keinen besonders großen Spaß haben, wenn sie hier abgefarmt werden, wie so Schlachtvieh so ungefähr, kann man irgendwo auch verstehen, ehrlich gesagt. Und ja, das ist schon ein bisschen blöd. Und dieses Problem müsstest du halt irgendwie lösen. Ich meine, gut, sowas zu lösen ist schwierig, weil ich meine, wenn es ein PvP-VE-Modus ist, ist es klar, dass der PvP-Spieler in der Regel stärker ist als der PvE-Spieler und im 1 gegen 1 oder generell, wenn sie aufeinandertreffen, wahrscheinlich gewinnen wird und der PvE-Spieler den kürzeren ziehen wird. Aber trotzdem ist das Hauptfeedback, was ich bisher gehört habe, warum dieser Modus so unbeliebt ist, warum die Leute ihn nicht spielen, warum die Leute ihn nicht feiern. Und wenn du dagegen nichts tust, dann wird sich wahrscheinlich auch am großen Desinteresse, das hier herrscht, eher wenig ändern. Das ist einfach so. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine der Sachen, die ich in der Vergangenheit mir persönlich gewünscht habe, dass man halt mal neue Belohnungen raushaut, weil die aktuellen Belohnungen sind jetzt, glaube ich, auch schon wieder 2 Jahre alt oder so. Schon ziemlich alt auf jeden Fall. Also ich habe sie alle schon bekommen. Auf meinem Elemente habe ich den Stuff-Skin und den Set-Skin. Und man braucht dafür, glaube ich, für beides zusammen braucht man fast 1000 Kaigas-Chips. Also es ist schon ziemlich aufwendig, sich die zu farmen. Und das allein zeigt ja schon, wie lange der Spielmodus existieren muss. Ich habe es auch auf Burodeng schon seit 3 Monaten oder so kein Kaigas mehr gespielt. Hockt da trotzdem auf 200 Chips. Also es wird langsam Zeit für neue Belohnungen. Und ja, mal gucken. Ich hoffe halt nicht, dass die Hauptbelohnungen oder die, sag ich mal, besondersten Belohnungen, die man bekommen kann, oder die besten in Anführungszeichen, wobei das natürlich wieder subjektiv ist. Ich hoffe nicht, dass das wieder nur Skins sind. Das wäre ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Und, was ist seine Mission? Sondern, dass es halt wirklich, keine Ahnung. Ich meine, was willst du anderes krasses hier reinpacken als Skins? Ich meine, du kannst ja nicht irgendwelche krassen Cash-Up-Items reinpacken. Aber ehrlich gesagt, eigentlich schon. Also, man kann sich aktuell Amplis eintauschen, Protects und so weiter. Also theoretisch, warum nicht auch Party-Scrolls oder so? Also, keine Ahnung. Wäre das jetzt wirklich so schlimm? Oder keine Ahnung. Wenn du 20 Mal Kaigas spielen müsstest für eine 30-Tage-Party-Scroll im Schnitt, es würde den Modus auf jeden Fall attraktiver machen. Und wirklich unfair wäre es ja letztendlich auch nicht, weil, naja, kann ja jeder mitspielen. Also es ist ja nicht so, dass hier nur PvP gespielt wird. Kannst du auch als PvE-Spieler mitmachen und so. Also es ist ja nicht so, wir machen by the way ein bisschen so ein Comeback hier gerade. Ist ja jetzt nicht so, dass du dann, keine Ahnung, das nicht bekommen könntest oder sowas. Also wäre auch ein Ansatz, den man gehen könnte. Meine Keime. Nein! Ach komm, der Dreckige greift natürlich mich an, ey. Die anderen beiden Typen hätten näher in seiner Reichweite sein müssen. Ah. Einfach weiterlaufen, nicht PvP machen. Ah. Grrr. Oh, ich bin so sauer. Aber ja, wir waren schon zweimal unter 20% und haben beide Mal ein Comeback gestartet. Oh oh. Der Typ ist halt safe in Dagillo, oder? Oder steht der da noch? Was ist das? Was ist das? Ach, Mann! Was war denn das? Was war da? Das sah aus wie der Typ? Natürlich sterbe wieder nur ich! Alter, das ist so lächerlich, ey. Wie wieder nur ich gestorben bin. Lächerlich.
Einfach nur lächerlich. Ich hatte das Gefühl, dass ich ganz gut dabei war. Artefakt hätte ich vielleicht Dritter werden können. Aber mit den beiden Toten habe ich jetzt wieder sehr viel verloren. Ja, die beiden Tode waren jetzt auf jeden Fall nicht hilfreich. Auch wenn ich einen Kill gemacht habe, aber einen Kill machen bringt dann einfach gar nichts, vor allem nicht, wenn du eh schon bei 100 Punkten bist. Deswegen war das echt dämlich, aber vielleicht hilft es meinem Team ja zum Sieg. Vielleicht verhilft es meinem Team zum Sieg, irgend so einen random Jester mit Bloody Jojo zu töten, der bestimmt mordsgefährlich ist. Kappa, by the way. Dagelo ist immer noch die unfairste Fähigkeit im Spiel, meiner Meinung nach. By the way. Kannst einfach in 10 Leute reinlaufen. So wie es die ganze Zeit schon passiert ist, von Anfang an. Jedes Mal. Und kannst immer mindestens einen mit in den Tod nehmen. Außer du scheißt richtig rein. Kannst du immer einen mindestens in den Tod nehmen. Und in der Regel sogar mehrere Leute. Vor allem, wenn alle dich ignorieren, einfach weil sie es nicht checken, dass da jemand Dagelo benutzt hat. Dann kannst du sogar mehrere Leute mit in den Tod nehmen. Uff. Oh oh. Oh oh. Nein, da ist wieder jemand in Dagelo. Oh Gott. Lauft! Lauft um euer Leben! PvE-Spieler, lauft um euer Leben! Wir führen mittlerweile in Kills sogar. Interessanterweise. Ist auch eine sehr lange Kaigas-Runde. Nur mal so angemerkt, ich dachte, es wäre sehr schnell vorbei. Aber läuft immer noch. Uff. Was ist denn das? Ist das ein Bildposter? Ja. Er muss immer nachgucken, was das ist, weil sonst macht er sich plötzlich einfach unsichtbar und bringt dich um. Deswegen immer noch mal double checken, auf wen du da gerade zuläufst. Aber ja, die schaffen es nicht, uns zu besiegen, aber wir schaffen es auch nicht so wirklich zurückzukommen. Das ist ein bisschen so eine Pattsituation. Und wirklich helfen tut es uns nichts, weil wir verlieren halt trotzdem. Also ich meine, dann verlieren wir halt erst in 6 Minuten, aber das ist das Blöde an sowas. So ein Fake-Comeback. Genug Comeback, um nicht zu verlieren und die Hoffnung hochzuhalten, aber zu wenig, um tatsächlich zu gewinnen. Oder so. Zu wenig. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir mehr Artefakte haben als die Gegner und das ist vorbei. Das hat nicht lange gehalten. Ob sie an Kaigas dann generell was ändern wird, haben sie by the way nicht gesagt, aber dafür ist es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Aber ich denke persönlich ehrlich gesagt nicht. Also an den HP der Statuen oder so. Aber selbst wenn, ich meine, das ist ja nicht das... Also, zum Teil sind das vielleicht auch Probleme, die man angehen könnte. Manche Sachen. Aber aktuell ist es jetzt kein akutes Problem. Gameplay-technisch würde ich sagen. Größtes Problem ist, wie gesagt, die Unzufriedenheit der PvE-Spieler, weil es ist ein PvP-VE-Modus. Das heißt, okay, wenn die PvP-Spieler Spaß haben, ja, es sollten aber auch die PvE-Spieler Spaß haben, weil es ist beides. Also in dem Fall kannst du halt nicht sagen, ja, es ist ja ein PvP-Modus, wenn du kein PvP magst, dann hast du ja auch nichts zu suchen, so ungefähr. Ist halt hier nicht so. Das ist hier nicht so. Hier sollten dann schon alle bedient werden. Uff. Oh boy.
No. Ich habe das Gefühl, hinter uns ist ein Gegner und jupp, das Gefühl ist richtig. Later, big dogs. Sorry. Aber ich bin schon so oft zusätzlich gestorben, wo nur ich gestorben bin und alle anderen nicht. Und jeder hat gesehen, wie der Typ da anläuft und Dagillo macht. Ich meine, warum man da einfach stehen bleibt und seinen Tod akzeptiert, ist mir halt auch schleierhaft, ehrlich gesagt. Wenn jeder in eine andere Richtung wegläuft, dann kann er maximal einen töten und die anderen könnten sich dann auf ihn schmeißen. Aber wenn halt einfach alle stehen bleiben, dann ist das echt nicht mein Problem. Ich kann nichts dagegen tun. Wenn ich stehen geblieben wäre, wäre ich einfach tot gewesen. Aber das ist auch nochmal eine Diskussion für einen anderen Tag. So, jetzt machen wir tatsächlich Comeback hier 37% gleich. Vielleicht geht ja jetzt noch was. Ich würde gerne bei Kaigas helfen, aber als Blade ist das so sinnlos. Da muss nur ein Fernkämpfer kommen und ich bin einfach One-Shot tot. Und der muss mich nicht mal angreifen, er muss einfach nur Kaigas angreifen. Also als Nahkämpfer bei Kaigas ist immer schwierig. Da wäre Ranger tatsächlich geil. Also für Kaigas Assault Ranger ist auch sehr gut. Du hast Dagillo, du hast Fastwalker, du bist Fernkämpfer. Dann hat man dazu, das eine hohe Blockrate. Da hat man tatsächlich ein paar Vorteile. Uff. Und er kommt wieder. Uff. Oh no, da sind noch Gegner. RIP. Wohin als nächstes, ist die Frage. Das zweite Ding auf der rechten Seite haben wir uns nicht geholt, ne? Oh. Verdammt nochmal. Yeah, he did. Uff. Wie sieht's jetzt hier aus? Das gehört auch uns. Hä? Hä? Wie kann das denn alles uns gehören, wenn wir nur 2 Artefakte haben? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Bruh. Jetzt habe ich die Gang wieder gefunden. Die Gang, die aus 3 Leuten besteht. Wir sind, by the way, bei 56%. Das ist echt ein episches Comeback. Auch wenn ich nicht wirklich was dazu beigetragen habe. Aber es ist auch schwierig, wenn man die ganze Zeit von PvP-Spielern verfolgt wird. Ist das gar nicht mal so einfach. Wenn man hier um sein Leben rennt. Ja, also ich glaube, Top 3 wird es leider nicht, weil die anderen Blades machen einfach zu viel Damage. Und je länger das Ding läuft, desto schwieriger ist es, sich einen Vorteil rauszuspielen. Weil wenn du keinmal stirbst und wirklich die ganze Zeit am Kämpfen bist... Oh, ist schon vorbei, Leute. Dann ist es tatsächlich relativ einfach. Ja, tatsächlich, hier... Es sind nur 80 Millionen. Hört sich viel an, aber ich meine, wie oft bin ich gestorben? 5 Mal oder so? Ich meine, 5 Mal sterben, das ist fast eine Minute. Also, ja, ich meine, 80 Millionen wären es nicht gewesen, zugegebenermaßen. Aber
einfach nur die ganze Zeit durchkämpfen ist tatsächlich wichtiger, als dass du wirklich den höchsten Schaden machst. Schade. Ja, aber wenigstens haben wir gewonnen. Dann hat es sich ja gelohnt. Team Weiß 266 Kills. Das ist actually crazy. Aber wie gesagt, also wenn man sich die Kills hier anguckt, du musst nur einmal runterscrollen und du bist schon in einem 20er-Bereich. Und dann hier unten bist du schon im Bereich, wo nur noch 9 Kills hier sind. Und das ist halt, da bist du ja noch nicht mal ansatzweise am Ende. Also wie viele Leute hier einfach 0 oder nur 1 Kill haben, wie ich zum Beispiel. Das ist so crazy. Und daran siehst du einfach, dass halt fast jeder hier eigentlich PvE-Spieler ist und nur die allerwenigsten tatsächlich PvP spielen. Und, ja. Schauen wir mal, was sich an Kaigas ändern wird. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Live Universe Video oder Livestream wieder. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.